Wie bist du auf die Idee gekommen, so eine Krankenversicherung oder so eine weltweite Krankenversicherung, Reisekrankenversicherung, Auslandskrankenversicherung zu gründen? Das ist die Frage, wenn die Services so gut sind und besser als bei vielen anderen, was kostet das denn? Was sind so die Herausforderungen für Expats oder überhaupt für das Thema Versicherung von Expats oder Reisenden im Ausland? Jetzt entscheide ich mich spontan, jetzt möchte ich gern zum Arzt gehen. Was passiert jetzt? Was muss ich jetzt machen? Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Gespräch, zu unserem Podcast-Interview. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Ethan Wolf, den Gründer einer Versicherung, wir werden den Namen nachher dann auch noch natürlich nennen, die speziell auf Bedürfnisse von Expats, Auswanderern, digitalen Nomaden oder auch viel Reisenden, kann man so sagen, Ethan, oder? Also Leute, die viel unterwegs sind in der Welt, zugeschnitten ist. Also wir wollen über die Vorzüge deiner oder eurer Versicherung sprechen, eurer Krankenversicherung, aber auch über die besonderen Anforderungen, Probleme, die entstehen können, wenn jemand auf der Suche nach der passenden Auslandskrankenversicherung ist. Und die Suche nach einer passenden Krankenversicherung für Auswanderer, die kann, das habe ich selber an meinem eigenen Fall gesehen, schon eine ganz schöne Herausforderung sein. Manchmal neigt man dazu, den Fehler zu machen und guckt eben nur auf den Preis und dann erlebt man nachher die böse Überraschung. Und je nachdem, es gibt ja so viele verschiedene Länder, manche wissen nicht, wo sie in 1-2 Jahren wirklich mal hinreisen oder wohnen werden. Und es gibt überall so die verschiedenen gesetzlichen Vorschriften, Anforderungen. Mitunter gibt es in anderen Ländern ganz hohe Kosten, bestimmte Dinge sind nicht gedeckt. Manche andere Anbieter haben dann natürlich auch das Problem mit der Abdeckung, komplizierte Abrechnung oder Einschränkung, was Vorerkrankungen betrifft und. Alles das sind Dinge, mit denen sich jemand auseinandersetzen muss, wenn er auf der Suche nach einer passenden Krankenversicherung ist. Das sage ich jetzt mal so aus Kundensicht, ne? Weil ich ja auch schon jetzt seit 15 Jahren mehr oder weniger, ich will nicht sagen auf Reisen bin, aber außerhalb von Deutschland wohne und lebe mit meiner Familie. Also Ethan und Ben, wir sind sehr froh, euch heute bei uns zu haben und wir machen das ja immer so, nicht ich stelle euch vor, sondern ihr habt die Möglichkeit, euch selber kurz unseren Zuschauern und Zuhörern vorzustellen. Danke Daniel, freut mich. Das ist sehr schön, sind ich hier. Ich glaube, ein bisschen auf Passport. Passport bietet mit der patentierten Lösung der Karte eine internationale Krankenversicherung für Expats auf der ganzen Welt. Mit der Karte können Kunden aus dem Versicherungsgeld ohne Selbstzahler direkt bei jedem Arzt weltweit bezahlen. Das Unternehmen bietet jedem Kunden auch einen 24/7-Service auf Deutsch, sodass sie überall auf Deutsch krank sein können. Ja. Das ist gut. Ja. Weißt du, wenn du in Deutschland bist, gehst du zu deinem Krankenkassearzt und das war's. Ja. Sie mussten nicht an die Zahlung denken oder was als nächstes passiert. Das machst du auch in deiner Sprache. Ja. Wenn sie im Ausland sind, ist diese eine ganz Geschichte. Erstens wissen sie nicht, wohin sie gehen sollen, wie sie bezahlen sollen, was sie ihrer Versicherung vorlegen müssen und wie sie ihre Bedürfnisse in einer anderen Sprache angeben können. Ja. So, das ist die beste Tipp, ich kann. Wir sind ja quasi schon reingesprungen. Der Ethan ist sofort reingesprungen, hat auch direkt erklärt, wer Passportcard ist, beziehungsweise was Passportcard macht. Aber Ethan ist auch noch das Besondere, dass Ethan CEO von Passportcard Deutschland ist und schon seit jetzt vielen Jahren bekleidet diese Funktion. Und ich in der Funktion, also insbesondere den Ethan, als Marketing- und Vertriebschef in Deutschland
unterstütze. Was macht uns so besonders? Wir bieten Vollkostenversicherungstarife für Expats und für ich bin auch ein Expat hier. Eben. Ja, gut. Eben. Und mein Deutsch ist mein Muttertongue. Ja. Genau. Und das ist ganz interessant. Was ist wichtig hierbei? Und du sagtest es selber vorhin, Daniel. Du bist seit vielen, vielen Jahren selber im Ausland unterwegs. Seit wie vielen Jahren? 14 Jahren, ist das richtig? Ja, 15 wären es jetzt, ja. 15 Jahre. Und du sagtest vorhin auch etwas. Du hast das Wort Reisen reingebracht. Ne? Mhm. Und eigentlich ist es ganz interessant, weil es ist ja eigentlich weitaus mehr als Reisen. Die meisten Leute haben Reisen immer im Kopf, okay, ich gehe für eine kurze Zeit irgendwo hin, habe eine enjoyable time und komme dann wieder zurück. Ja, wohin zurück? Nach Hause. Und interessanterweise ist es ja eigentlich so, du bist schon seit 14 Jahren auf Reisen, aber eigentlich somit in der Welt zu Hause. Und dafür brauchst du eben diese besondere Abdeckung. Und das ist, wie du auch sagtest, worauf achten dann Leute erstmal, ja gut, dann geht man hin, guckt, wie teuer ist sowas, ja. Und dann schaut man sich ja dann erstmal um, okay, und was bekomme ich möglicherweise für mein Geld? Und da liegt nämlich der große Unterschied. Und deswegen bin ich so pedantisch auf den Ausdruck Vollkostenversicherung eingegangen. Denn was ist Vollkostenversicherung? Vollkostenversicherung bedeutet, in der ganzen Welt versichert sein wie zu Hause, für stationäre Aufenthalte im Ausland, für ambulante Aufenthalte, vor allen Dingen auch, wenn es um geplante Heilbehandlungen geht. Für die einfachsten, von Erkältung angefangen, bis hin zu schwerwiegenden Erkrankungen, ja, touching wood, ja, die hoffentlich niemanden heimsuchen werden, aber es dann doch passiert, wie beispielsweise Krebserkrankungen und dergleichen. Und dann braucht man einen Versicherungspartner, der einen dafür eben wie zu Hause abdeckt und hier die Sicherheit bietet. Und das ist, was wir machen. Das ist, was Passport-Card macht. Und das ist, wo auch einer der großen Unterschiede liegt zwischen, in Anführungsstrichen, Reiseversicherungen, die sehr gut und günstig bei Edeka im Sparregal sind, ja, sondern was ja auch richtig ist. Ja, an der Kasse sozusagen. Genau. Ja, genau. Großes Verständnis dafür. Und da muss man auch sagen, es ist ein komplexes Thema, es ist ein Angstthema auch oft von Leuten, weil ich muss mich anfangen, damit auseinanderzusetzen. Ich muss durch den Leistungskatalog gehen, ja, damit ich verstehe, was ich da kaufe und wofür ich eine Prämie im Monat bezahle. Und das ist meines Erachtens die wichtigste Versicherung, die man überhaupt haben kann. Also es kommt erstmal Krankenversicherung und dann kommt ganz, ganz lange nichts. Auf alles kann ich verzichten, aber darauf eben nicht. Ja, und das ist, was wir machen. Ich muss trotzdem jetzt mal fragen, weil ich denke, das ist auch eine Frage, die unseren Zuschauern und Zuhörern automatisch kommt, wie mir ja auch. Ne? Also Ethan, wie bist du auf die Idee gekommen, so eine Krankenversicherung oder so eine weltweite Krankenversicherung, Reisekrankenversicherung, Auslandskrankenversicherung zu gründen? Du hast ja vorher in deinem Leben andere Dinge gemacht. So, wie kommt man auf die Idee? Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Ich glaube, dass ich sage auf Englisch und vielleicht Ben. Kein Problem. Kein Problem. Oh, okay. So the initiation of this whole system was actually when our president of the worldwide company was hospitalized himself 30 years ago in the USA. Und hat Reiseversicherung. Hat das. Aber he had what is $1 million bill. Und die Reiseversicherung hat bezahlt nur 60.000. As a wealthy person himself, he managed to pay out the debt. And after a few years decided that this becomes his life mission to make sure that people are well kept and well insured, and that it's easy for them and they don't have to fight with the insurer. And this is what really directs us in everything that we do. So our plans are very comprehensive. And in addition, we have found many systems to make sure
that you're really covered and you really get your money in real time. Because as Ben said, when you're abroad, you feel angst. And it's never a good use. You never call, hallo, ich bin krank und glücklich. Yeah, you're always nervous. You're always with anxiety, and you need to make sure that in the moment of truth, you're well kept. And this is why we have only two main pillars that are important for us. One is the service. So 24/7 service aus Deutschland in Deutsch, aus Hamburg here behind this wall. There is 24/7 call center, and they will answer in German, in English, in Spanish, in French. And you can be sick in your own language. And the second is the passport card. Mit dieser Card, du kannst bezahlen directly with the doctor 24/7. And that's it. No Papierkram, no Selbstbezahlen. Das war's. And this is what gave us NPS. NPS, do you know, it's Net Promoter Score. It's basically one question that is asked, would you encourage other people and recommend this service to others? So the Net Promoter Score of the industry in international insurance for health is between -20 to +12. Our systematic is between 55 to 80. So it's more than 4 times the market practice systematically. So that is, I think, the major aspect. But the idea itself and the vivid spirit behind the whole activity is, of course, of our founder, Alon Ketzef, who is a very young person, and he's the CEO of the holding company. He really is here to make sure that what he wanted to achieve is very much happening. Gut, also das war eine sehr gute Antwort. Aber komischerweise kommt mir eine Frage, ich frage mich, ob das auch unseren Zuschauern und Zuhörern so geht. Wir reden ja jetzt hier, wir adressieren ja Zuschauer und Zuhörer, die an deiner Leistung interessiert sind, weil sie ja irgendwo ins Ausland ziehen, ne? Also ins Ausland reisen, im Ausland leben. Und du bist jetzt nach Deutschland gekommen. Warum Deutschland? Ne? Du hättest ja auch in viele andere Länder gehen können und dort deine Company gründen können. So, wie kommst du jetzt nach Deutschland? Ich meine, du sprichst auch gut Deutsch mittlerweile, auch wenn du vielleicht selbst der Meinung bist, dein Deutsch ist noch nicht gut. Ne? Aber mein Vater ist Deutsch, aber er hat sehr böse geschafft mit mir, weil mein Deutsch ist nicht so gut. Weil wir haben ein Büro in Australien, auch in Cyprus, auch in Israel, wo die Headquarter are und unsere controlling shareholders are in the USA. I think if you can make it in Germany, you can make it everywhere. Germany is the most professional place for international insurance. It's very on point. The laws are very, very strict and clear. And it was important for us to start with the most prudent and well-insured market, and from there grow to the whole of Europe. So the German bureau is responsible for the whole of Europe, and we have a lot of clients from all around Europe. But it was very important for us to showcase that we are adhering to the most sincere and strong regulations of Germany. Okay, macht Sinn. Jetzt kommen wir mal auf so die Pain und auf die wirklichen Anforderungen unserer Zuschauer und Zuhörer zu sprechen, die auf der Suche nach einer passenden Auslandskrankenversicherung sind. Also jetzt seid ihr ja Experten und ich denke, ihr könnt das sehr schön auf den Punkt bekommen, weil ihr ja da auch viel bringen, weil ihr da viele Erfahrung habt. Also was ist denn die größte Herausforderung aus eurer Sicht? Ich hatte vorhin nur so ein paar Punkte aus meiner Sicht erwähnt. Was sind so die Herausforderungen für Expats oder überhaupt für das Thema Versicherung von Expats oder Reisenden im Ausland? Was sind so die Schmerzen und die Probleme, worauf man achten muss oder die entstehen können, auch wenn man vielleicht sich falsch entscheidet für die falsche Versicherung? Wenn wir das einfach nochmal so Schritt für Schritt kurz durchgehen, ihr wisst ja, wie das läuft, immer wenn man am Kunden was anbieten will, erst Probleme aufzeigen und dann Hilfe anbieten. Bei den Expats oder bei Expats im Allgemeinen ist ganz oft die Frage, okay, also wie schnell kann ich versichert werden? Ja?
Weil es ist oftmals immer, bevor ich ins Ausland gehe, natürlich das Letzte, worum ich mich kümmere. Ja, ich bin ja erstmal immer an der Aktivität interessiert. Was mache ich wo? Ja, und nicht, wie sichere ich mich ab? Aber dann kommt eben die Frage, dann, wie schnell kann ich mich versichern? Wie sehen die Produkte aus? Und wie einfach sind die aufgemacht? Und dann, wie einfach kann ich mich informieren? Und wenn ich dann versichert bin ich denn dann auf der ganzen Welt abgesichert? Bin ich nur in dem Land abgesichert? Bin ich im Heimatland abgesichert? Wie sehen diese Sicherungen aus? Und dann erstmal ganz einfach, was ist der Unterschied zwischen Reisekrankenversicherung und einem Vollkostentarif? Weil dann ist immer die Frage, also weil spätestens dann kommt Preis. Also sprich, typischerweise, es ist fast immer das Gleiche. Vielleicht wirst du dich daran erinnern, als du dich mit dem Thema anfängst zu beschäftigen vor 14 Jahren, wirst du auch gedacht haben, okay, wo beginne ich? Ich muss selber lachen. Damals gab es schon Google, ja, oder man fing ja mit Research an, okay. Du wirst ja erstmal bombardiert, okay, dann hast du deine 30 Cent Police am Tag vom ADAC, die dich dann für 6 Wochen covert. Dann merkst du, aha, nein, das ist nicht das Richtige. Also, Expats brauchen Langzeitkrankenversicherungen mit Vollkostentarifen, die dich eben für mehr als 3 Monate im Ausland abdecken. Dann am besten unlimitiert. Also ich kann mit diesem Versicherungsschutz auf der ganzen Welt das ist kein wirklicher Marketing-Claim, bis zum Ende meines Lebens versichert sein. Hoffentlich nicht, ja, aber du weißt, was ich meine. So, aber die mich tatsächlich durchgehend schützt. Und zwar auf dem gesamten Globus. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil Reiseversicherung ist für Emergency. Jetzt ein Cold, okay, haben Sie die Arm. Dein Arm ist broken, okay, Krankenkasse. Aber Auslandsversicherung ist wie deine Krankenkasse. Ja? Und in Deutschland, wir gehen nach Krankenkasse, wir gehen zum Doktor und das war's. Wir haben kein Geld bezahlen und das war's. Aber in Ausland, wer ist dein Arzt? Wie bezahlt man? Who can we go to? So those are questions that are becoming a real problem when you're relocating. You don't know the system and there is no system anymore. Und du kommst an diese Frage immer erst dann, also in den meisten Fällen, nicht davor, nicht danach, sondern immer dann, wenn du es brauchst. Also dann immer im Leistungsfall. Weil du, und dann hast du das Problem, du hast einen medizinischen Leistungsfall und dann kommen diese ganzen Fragen. Und dann gehst du zum Arzt, die meisten Experts kennen es dann, müssen in Vorkasse, also gehen zum Arzt, müssen erstmal einen Arzt suchen, kriegen die Behandlung vor Ort oder werden dann gefragt, sind sie versichert? Aha, dann kennt der Arzt den Versicherer nicht. Ja, wen interessiert das denn? Du kennst es vielleicht selber, ja, dann kommst du mit einem Schnipsel Papier, dann wirst du trotzdem die Behandlung, du musst bezahlen, du kriegst die Rechnung und du reichst es dann, also du musst mit deinem eigenen Geld bezahlen und reichst es dann bei deiner Versicherung ein. And not only that, if I may add, usually you're also told to go to this and this and these doctors. Yeah. Why is that? Because they have an agreement with your insurance. And what is this agreement? The insurance wants to pay less. So they find not the brightest doctors that cost less. Yeah. And those doctors say, oh, you're having an agreement with us. We'll give you a tariff that is usually double the amount. And then they say, we give you a discount. So they give a discount for double the amount. So it doesn't really work from that part as well for the insurers. But then you're obliged to go to a certain network of doctors that are not really the experts necessarily. They might be, they might not be. You can't go to anyone that you want usually. And this is where our solution comes, because with that you can go to any provider of choice that you want. Any doctor that you want, you can go to. And you will behave with that doctor as if it is in your network. You don't have a network. Ja. And that gives you unlimited choices. Jetzt gibt es bei einigen Auslandskrankenversicherungen die Beschränkung auf eine Anzahl von Jahren. Ne? Also ich habe schon gesehen 2 Jahre, ich habe gesehen 5 Jahre und dann
ist es nicht mehr möglich. Könnt ihr kurz mal erklären, vielleicht interessiert es auch den einen oder anderen, warum macht das manche Krankenversicherungen so, dass sie nur diese 5 Jahre zum Beispiel anbieten und sagen, dann versichern wir sie nicht mehr? Und ist es bei euch auch so? Also erstmal eins vorweg, bei uns gibt es kein Limit. Du kannst bei uns versichert sein, habe ich vorhin schon gesagt, bis es nicht mehr geht, also bis an dein Lebensende kannst du mit uns versichert sein. Wir sind eine tatsächliche, wenn du so möchtest, wie deine lokale Krankenkasse auf der gesamten Welt, aber natürlich mit Privatleistungen. Boom. Und warum machen das andere Versicherer? Die nehmen diese Limits rein, diese zeitlichen Limits, weil sie dadurch versuchen, beispielsweise ihr eigenes Risiko zu minimieren, eigene Verträge sauber zu halten, mit dem Ziel, möglicherweise darüber die Prämie zum Beispiel reduzieren zu können. Was natürlich aber völliger Quatsch ist, wenn man eben sich des Themas Expat, also Langzeitauswanderer beschäftigt. Das heißt, du verlierst dadurch natürlich die Kunden, die eben wie du lange Zeit im Ausland leben, ja, im Ausland, beziehungsweise für die Welt das Zuhause ist. Fertig. Und das ist eine geschäftliche Entscheidung. Ja, letztlich kannst du natürlich für diese 2 Jahre eventuell günstigere Prämie anbieten, aber du hast natürlich dann aber halt auch natürliche Limits da drin und was sich auch auf die Produkte auswirkt im Übrigen. Das bedeutet, du hast natürlich unter Umständen gar nicht das große Leistungsspektrum, welches wir bieten zum Beispiel. Ist das dann aber bei Passport Card auch so, dass mit zunehmendem Alter die Tarife dann natürlich wahrscheinlich nach oben gehen, ne? Kann ich auch erklären und ich erlaube mir da 2 Sachen zu. In Deutschland kennt man von den Versicherern, oder wenn du in jungen Jahren in eine private Krankenversicherung gehst, dann wird immer mit günstigeren Prämien gelockt und so weiter und so fort. Was passiert ist, als Junger, wenn du beginnst mit einer privaten Krankenversicherung, dann zahlst du X Prämie, die etwas höher ist, damit Folgendes passiert, damit du im Alter keine großen Alterssprünge hast. Also das finden im Endeffekt die sogenannte Alterungsrückstellung statt. Das ist im internationalen Krankenversicherungsbereich nicht üblich und auch auf der ganzen Welt wird halt gar nicht in der Form möglich. Ja, so. Deswegen ist es so, dass sich typischerweise alle 5 Jahre die Prämie gemäß deines Alters anpasst und ansteigt, damit das etwaige Risiko entsprechend gedeckt ist, gemäß deines Alters. Das ist das eine. Erlaube mir, das auch ins Verhältnis zu setzen, denn das machen die meisten eben nicht. So, lass mich dir ein Beispiel geben. Wenn du du bist krankenversichert bei der Barmer oder wie auch immer, ja, dann bezahlst du, wenn du das kennst, im Monat als Arbeitnehmer zwischen, sagen wir mal, 300 und 400 Euro Beitrag. Kriegst du gar nicht mit, direkt von deinem Gehalt abgezogen. Jetzt kommt's aber, die anderen 50% übernimmt ja der Arbeitgeber. So. Und das bedeutet, das heißt, du kriegst natürlich immer nur mit, was dir abgezogen wird, aber somit würdest du beispielsweise halt auch deine 700, 800 Euro Prämie bezahlen, wenn du denn alles alleine bezahlen musst. Ich will es nur als ein Beispiel geben. Dafür bekommst du aber sogar weniger Leistung. Das bedeutet, was wir als internationaler Krankenversicherer machen, und das ist ziemlich abgefahren, wir geben unseren Kunden eine private Krankenversicherung mit Premium-Leistung. Was meinen wir mit Premium-Leistung? Mit wirklich guten, herausragenden Leistungen auf der ganzen Welt, bieten dazu eben ein Netzwerk. Du kannst zu allen Ärzten auf der ganzen Welt gehen, alle Krankenhäuser, wie du möchtest, aber das alles in einem weltumspannenden Kontext. Also das, was die privaten Krankenversicherer zu Höchstleistungen in Deutschland machen, machen wir auf der gesamten Welt. Und das im Verhältnis zu sogar günstigeren Prämien, als oftmals für die gesetzliche Krankenkasse gezahlt wird. Und wenn du das aus diesem Kontext siehst, weil du sagst, es ist ganz anfänglich, ne, du hast selber damals geschaut, wie suche ich mir den Versicherer aus? Ich gehe erstmal auf den Preis, verständlich, aber ich versuche hiermit zu erklären, wie sich so ein Preis nicht nur zusammensetzt, sondern was damit tatsächlich erreicht wird. Und das ist logistisch eine absolute Meisterleistung. Es gibt kein anderes Business, außer vielleicht die hochkomplexen Lieferketten von Amazon, damit du dein Päckchen innerhalb von 5 Minuten bekommst. In unserem Verhältnis sind wir absolut weltweit einzigartig in diesem Bereich. Jetzt habe ich in den letzten 2 Wochen, also
obwohl wir das Gespräch noch nicht hatten. Aber hatte ich zweimal schon die Gelegenheit, jemanden sozusagen auf eure Webseite zu schicken. Ja. Da hatte ich also Gespräche, ja, ich suche da eine Krankenversicherung fürs Ausland. Da habe ich gesagt, geh doch mal auf Passportcard. Ich denke, das ist eine super Sache. Und da wurden mir 2 Fragen gestellt. Interessanterweise von allen beiden Interessenten die gleiche, und ich gebe sie euch jetzt mal weiter und mal sehen, ob ihr sie beantworten wollt jetzt. War interessant für mich, weil ich bin selber auf die Idee nicht gekommen, das zu fragen, als ich sozusagen da auf die Seite komme. Wer steckt denn eigentlich dahinter? Das heißt, wer versichert das? Weil es ja offensichtlich so ist übrigens bei meiner eigenen Auslandskrankenversicherung auch so, dass die heißt, ich sage den Namen jetzt nicht, die heißt XYZ. Und wenn man dann ins Kleingedruckte guckt, dann steckt halt in dem Fall eine Schweizer Versicherung zum Beispiel dahinter. Das war eine Frage. Ja. Und die andere Frage war, wie viele Kunden hat Passportcard? Okay, lass mich jetzt ganz kurz. Also das Passportcard, wir sind ein internationales Krankenversicherungsunternehmen. Wir sind in Deutschland ein sogenannter Assekurateur. Ja, ein Assekurateur. Wir machen alles, was wir sind ein Versicherer. Das Risiko im Hintergrund nimmt zum Beispiel, wir arbeiten mit der Allianz zusammen, ja, mit dem größten Versicherer der Welt, also mit den größten und stärksten Partnern, oder zum Beispiel mit Amgen, das ist der zweitgrößte Versicherer aus Frankreich, also mit der größten finanziellen Sicherheit, die man sich nur vorstellen kann. Und wir haben weltweit über 2,2 Millionen Mitglieder, ja, in der Gruppe aus dem Reiseversicherungsgeschäft, welches wir seit über 20 Jahren in der Gruppe machen. Und jetzt auch in den Vollkostentarifen natürlich aus Deutschland heraus mit vielen, vielen tausend Mitgliedern auf der gesamten Welt. Einzelkunden, aber auch wirklich große Firmen, die uns vertrauen. Zum Beispiel große Luftfahrtgesellschaften, deren Namen ich jetzt hier nicht nennen darf, aber die wirklich weltweit, insbesondere in Deutschland, bekannt sind und diese Vögel, zum Beispiel Kraniche, stehen überall auf den Feldern zu dieser Jahreszeit mit über 23.000 Mitgliedern. Die glauben an uns. Also nur das als Hinweis. Just to add on that, I think that the most important thing is that the way that we work is that we care to make sure that your plans are the most comprehensive, you're getting the best service, and you're getting paid immediately. Then in order to make sure that this happens, we have either our own insurance companies that we own and that provide the risk, or working in collaboration with the best in the world, as been mentioned, such as Allianz and Amgen and others, to which we are probably the biggest underwriting partners in the world. This is just the way that we, for every specific area in the world, for reasons of compliance, we are choosing the relevant carrier. Wir sind extrem stolz darauf. Warum sage ich das? Und das ist auch ganz wichtig. Ich habe vorhin die Komplexität von so einer globalen Operation angesprochen. Und erlaubt mir zu erklären, auch den Zuschauern, weil das ist wirklich interessant, was das bedeutet. Wenn du als internationales Krankenversicherungsunternehmen, so wie unseres, davon gibt es weniger als eine Handvoll auf der ganzen Welt, wohlgemerkt. Und was machst du? Du hast ein Netzwerk von Anbietern, mit denen du zusammenarbeitest. Du musst Ärzte kennen, du musst Krankenhäuser kennen, du musst sicherstellen, dass die Leistung, die du erbringst, im Dschungel ankommt, aber auch in den Metropolen dieser Welt. Und das ist Spezialwissen, was du über Jahrzehnte aufbauen musst. Absolut. Und selbst dieses Wissen, ja, also die Versicherer, mit denen wir arbeiten, oder also die auch unser Risiko nehmen und so weiter und so fort, mit denen wir kooperieren, in der Tiefe, so wie wir es haben, existiert es selbst bei diesen Unternehmen kaum, wenn gar nicht. So, und deswegen gibt es auch diese Kooperation. Und also ist nur ein Beispiel und ein Grund, warum man so arbeitet in unserer Industrie. Ja. Das heißt, also nur um das auch ein bisschen zu erklären, weil es ist schon wirklich sehr, 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 sehr tief. Ja, aber das zeigt auch wiederum, was sich nicht nur hinter Passportcard verbirgt, sondern was ich als versicherte Person auch für die Versicherungsgemeinschaft leiste mit der Prämie, die ich dafür bezahle. Also es geht immer um Preis und Leistung. Die Leistung ist enorm in dem Zusammenhang.
Also ich habe es auch so verstanden. Im Prinzip ist das, was entscheidend ist ja die Schnittstelle zum Kunden und zum Arzt letztendlich. Das heißt, was der Arzt erlebt, was passiert, wenn diese Versicherung jetzt zwischen mir und meinem Patienten steht und auch für den Patienten selbst. Ne? Also jetzt passiert was und jetzt nehme ich Telefon in die Hand oder ich muss bezahlen und das ist das, was ihr ja leistet. Das ist ja definitiv eure Leistung und dort könnt ihr euch natürlich unterscheiden von anderen Anbietern und darauf kommt letztendlich auch an. It's even easier than you think, Daniel, because you don't need to call, or by the way, you can press 2 buttons on the app and then autonomously it happens. And you don't need to do that once you get the bill from the doctor and then you know how much it is. No. Even before you're going, you're pressing 2 buttons on the app, or you call us and you're getting the full concierge service. The answering time is 10 seconds because we don't want you to wait. And then automatically we put enough money on the card for you to use to the doctor. How much do we know? How do we know how much we need? Because we have 23 years of experience that we have gathered all the big data of how much everything costs anywhere around the world with as Ben mentioned, over 2 million customers worldwide. We know that, and then you can simply pay. Your experience is just like using your own cards, right? You just pay and we retrieve all the money back, and we have all the information from MasterCard, because we issue also the cards directly with World Mastercard. There is no bank in the middle. We are a financial service company as well. Ich habe jetzt noch mal eine Frage, das ist zu dem, was du gerade sagst. Also ich mache mal so praktisch und plastisch für unsere Zuschauer und Zuhörer. Also ich möchte jetzt zum Arzt gehen. Ich bin jetzt, nehmen wir mal irgendein Land, ich bin jetzt in Singapur und ich, keine Ahnung, habe jetzt Bauchschmerzen oder was schon seit Tagen und ich muss jetzt zum Arzt gehen. So. Jetzt entscheide ich mich spontan, jetzt möchte ich gern zum Arzt gehen. Was passiert jetzt? Was muss ich jetzt machen? Mach's Folgendes. Du hast Bauchweh. Also lass es jetzt, ne? Du hast Bauchweh, du bist in Singapur. Ich habe Bauchweh, ich muss zum Arzt. Ich kriege Angst. Dann machst du Folgendes. Okay, ich weiß, ich habe meine Passportkarte. Ich bin Passportkarte versichert. Dann weißt du Folgendes. Ich gehe in die App. Ich kann 2 Sachen machen. Ich mache meine App auf, meine Passportkarte-App, gucke, wo ist der nächste Arzt? Meine Ärzte werden mir sofort in der Umgebung angezeigt. Piff, paff, kann ich sofort hinfahren. Währenddessen kann ich hingehen, lade meine Karte auf. Dann steht da Top up the card, Top up die Passport, Top up the card. Ich lade die Karte auf, bin schon auf dem Weg zum Arzt und indem ich die Karte auflade, ist der Erstattungsprozess schon abgeschlossen. Denn die Karte ist jetzt aufgeladen, jetzt gehe ich zum Arzt, kriege meine Bauchschmerzen behandelt, dann sagt der Arzt, vielen Dank, gehen Sie bitte nach vorne in die Rezeption und bezahlen Sie. Du zückst die Karte, steckst sie in das Kartenlesegerät, tippst den PIN ein, der dir über die App übermittelt wurde und fertig. That's it. Nicht mehr, nicht weniger. Nochmal. Bauchweh, aua. Ich gehe ich mache die App auf, wähle den Arzt aus. Oder du rufst an, ganz genau, du kannst auch anrufen. Innerhalb von 10 Sekunden sind wir für dich da. Du lädst die Karte auf, fährst zum Arzt, kriegst die Behandlung, bezahlst mit der Karte. Erlaubt mir 2 Sachen dazu zu sagen. Denn das liebe ich es. Als wir mit der ganzen Operation begannen, vor 4 Jahren in dieser Form in Deutschland, überall gab es Hiccups. Wir hatten, es gab für 2 Tage, kamen auf diesem Telefon, wo ich gerade drauf gucke, kamen Kundenanrufe raus. Daniel. So, kam Kundenanruf raus. Da war eine Mutter mit ihren Kindern, also ihre versicherte Person, sagte, können Sie bitte die Karte aufladen? Ich stehe in Zypern, im Krankenhaus. Ich brauche Treatment. Und dann sage ich, okay, kein Problem. Meine Kollegen werden sich bei Ihnen melden. Ich habe aufgelegt, Telefonnummer runtergeschrieben, rief meine Kollegen an in Hamburg. Bitte ruft diese Frau, unsere versicherte Person, unter diese Telefonnummer zurück. Und meldet euch danach bitte bei mir und sagt mir, wenn es erledigt ist. So, ich lege auf, mache mir noch nicht mal einen Kaffee, ich habe was getrunken, komme zurück, das Telefon klingelt und ich sage, Leute, warum meldet ihr euch bei mir? Ihr solltet doch die Frau anrufen. Die sagen, die ist schon längst erledigt, die Karte ist aufgeladen und die Frau kriegt schon ein Treatment. Bumm, so schnell geht das bei uns. Und ich erzähle das deswegen, weil das war aus der Schwäche, also bei mir kam die Anruf raus, ich kann es aus erster Hand, kann ich das bestätigen. Actually, we are
sitting in a very nice time because we just end of last week, we got the Bold Award for the best insurtech company in the world. We're sitting, it was worldwide event. We were sitting next to additional German, very great companies. Deutsche Bahn won it as well for their solutions when it comes to the drivers of the trains. And it's very great to also see that it's validated. Erlaube mir noch eine Sache dazu hinzuzufügen, Daniel, weil was wir nämlich noch, jetzt bist du in dem Beispiel Singapur, ne? Du hast am Anfang erwähnt, du hast ein anderes Unternehmen erwähnt, nicht wahr? Wo man versichert sein könnte. Jetzt stell dir vor, du gehst als Expert zu dem Arzt in Singapur und du zeigst deinen Versicherungsschein, dein Papier, dein Zettel. Dann denken die, ja, schön, was soll ich denn damit? Die Frau, die vorne an der Rezeption sitzt, ne, die Arzthelferin, die kennt nicht die 2000 Versicherungsunternehmen auf der Welt. Was die aber kennt, ist das Logo, was unten auf der Versichertenkarte drauf ist. Denn da steht entweder Visa oder Mastercard. Und das ist ein ganz anderes, sagen wir es so, die Passportcard öffnet die Türen zu allen medizinischen Netzwerken auf der ganzen Welt. Alleine schon dadurch. Und damit ist das Thema eigentlich schon, also das ist unglaublich. Jetzt nochmal für die Zuschauer und Zuhörer, denen es vielleicht ein bisschen zu schnell ging. Er hat jetzt kurz erwähnt, für den Fall, dass ich zum Beispiel kein Internet habe, habt ihr gesagt, ich kann anrufen? Ja, du kannst immer anrufen. Was muss ich für eine Nummer anrufen? Du kannst uns über unsere Hamburger Telefonnummer anrufen, du kriegst aber auch noch eine Toll-Free-Nummer, also du kriegst die Kontaktmöglichkeiten, du kriegst einen kleinen Envelope, da sind die Kontaktmöglichkeiten drin, du kriegst ein Anschreiben, postalisch, aber auch per E-Mail, und du kannst auch, pass auf, nehmen wir mal an, du verlierst alles oder du hast es nicht dabei. Wir kennen es alle. Ja, du rennst damit nicht durch die Gegend. Das ist alles ein Telefonnummer auf der Karte drauf sowieso. Da kannst du immer drüber anrufen. Und ansonsten steht dir eine Service-Nummer zur Verfügung. We have endless toll-free numbers from every country in the world if there is no ability to pay to the German number. But let's not forget, this is yet another way of getting very good service. If you forgot your card, if you don't have it, if you didn't have your phone, either for the app or for calling, you can always do the old-fashioned way, pay and claim. So we're doing that. The average time of getting your money back is 2 days. So that doesn't go away. It's always another way of adjudicating this. Klingt gut. Jetzt, also ich sag mal so, die Leistungen überzeugen mich, ne? Wenn man das so zusammenfasst, also ich habe da eine Karte, da ist ein Mastercard oder ein Visa-Card-Logo drauf, das ist also schon ein überzeugendes Argument. Es gibt natürlich auch dem Versicherten einen gewissen Schutz, ne? Ein gutes Gefühl, wenn er einfach sagt, ich habe da so eine Karte und kann damit bezahlen. In den meisten Fällen ist es ja so, ist bei mir auch so, dass man halt selbst in der Regel in Vorleistung geht, ne? Dass man selber bezahlen muss. Das ist also schon mal eine sehr angenehme Sache. Jetzt bin ich mir sicher, dass die Zuschauer und Zuhörer, natürlich könnten wir auf die Webseite gehen, aber trotzdem kommt in dem Moment jetzt die Frage, wenn die Services so gut sind und besser als bei vielen anderen, was kostet das denn? Und da müssen wir noch mal durch. Ne? Da müssen wir also auch noch mal kurz sprechen, wobei natürlich jeder auf die Webseite gehen kann. Wir blenden ja die Webseite auch ein, aber vielleicht könnt ihr mal ganz kurz so aus eurer Sicht, so wie ihr es auch machen würdet, so das Preiskonzept kurz umreißen, ne? Ohne jetzt vielleicht zu sehr ins Detail zu gehen. So let me try to answer it, but I hope it will be good. So we have a full spectrum. So if you want the premium plan with the dental coverage, and paying nothing by yourself, you can get it. And of course, the premium will be more expensive. But if you want to get an entry-level plan that is boosted with a lot of new coverages that we included now lately, even to the extent of when you're sick, you have a dog walker from us to take care of your dog, and you want to include deductibles and don't have dental coverage, then the premium is very, very, very low. So basically the spectrum is very wide. The prices are it's very hard to say because it's according to what you decide on taking and where you're going, because you have very expensive areas like the USA and you have very
inexpensive areas, like some countries in South America or in Africa. You're always covered worldwide with us. And the important thing is that you're always getting also the card. So you know that you're also getting the best service. Jetzt muss ich ganz kurz noch, bevor wir dann, wahrscheinlich wird der Ben ja gleich was zu den Preisen direkt sagen, aber trotzdem noch mal eine Nachfrage von mir. Bei meiner, ich sag mal, noch bin ich ja beim anderen Unternehmen, vielleicht ändert sich das ja jetzt bald. Bei mir steht zum Beispiel, dass ich nur eine bestimmte Anzahl von Wochen in meinem eigenen Heimatland versichert bin. Typischerweise sind es, oder ich glaube, mich erinnern zu können, bei den anderen sind es 6 Wochen oder bis zu 3 Monate. Genau, 6 Wochen, ja. irgendwie so weit. Also, du bist mit uns, wie der Ethan gerade vorhin schon gesagt hat, weltweit versichert. Das bedeutet auch im Heimatland. Und zwar unlimitiert. Wie sieht nämlich die Realität aus? Lass mich dir ein Beispiel geben von, du verbringst den Lebensabend in Thailand, als ein Beispiel. Ja, so. Dann hast du das Produkt Comfort. Ja, bei uns ist die mittlere Produktstufe. Ich gehe da gleich kurz drauf ein. So, dann kannst du aber dich nach der Region 3, also wie wir unterteilen die Welt in verschiedene Regionen, dann kannst du dich so versichern lassen, dass du auch in Europa, in Gesamteuropa beispielsweise für geplante Heilbehandlungen Deckung genießt. Unter anderem halt auch in Deutschland. Und es ist völlig akzeptabel, dass du ohne zeitliches Limit auch Deckung im Heimatland genießt. So. Und das ist ganz einfach. Ganz einfach. So. Und zu den Preisen, lass mich da auch nochmal ganz kurz drauf eingehen. Also es sind ein paar Komponenten, die von Wichtigkeit sind. Das ist, wo halte ich mich auf der Welt? Ja, zum Beispiel in Afrika oder Südamerika. Also sprich auf Kontinenten und dann in Ländern, wo die medizinischen Kosten niedrig sind. Das bedeutet auch, du bezahlst weniger Prämie. Also wir sind jetzt nicht, das ist auch ganz wichtig, wir verkaufen unseren Kunden nicht etwas, was sie nicht brauchen. Du bezahlst immer die adäquate Prämie gemäß dem Land, in welchem du dich aufhältst. Also zum Beispiel, weil wenn in Timbuktu eine Aspirin, einfach nur ein blödes Beispiel, 25 Cent kostet oder eine Behandlung $25 kostet, dann empfehlen wir dir nicht, dass du das Premium-Produkt auswählst mit dem USA-Tarif, wo du im Monat fiktiv, weiß ich nicht, $1.500 zahlst, ja, damit du entsprechend Versicherungsschutz, nein, brauchst du nicht, sondern du wirst dann entsprechend der Region, in welcher du dich aufhältst, bepreist. Das ist dann akkurat. Und damit du damit die Prämie entsprechend realistisch dem Aufenthaltsgebiet ist. Wenn du dich denn dann aber wieder bewegst, und sagst, okay, ich möchte aber trotzdem weltweiten Schutz haben oder andere Zielregionen, damit ich eben halt auch im Heimatland den Versicherungsschutz zu 100% ohne Limit genieße, dann bezahlst du halt natürlich, logischerweise, ich denke, das ist auch nur fair, eine etwas andere, also angemessenere Prämie gemäß dem Schutz. Und die Preise, damit ich auch sagen kann, ich habe vorhin das Beispiel genannt, starten mit unserem, der in Anführungsstrichen untersten, also günstigsten Variante bei 94 € aktuell, bis hin natürlich im Premium-Bereich zu höheren Prämien, die man sich dann entsprechend anschauen muss, Alter und Region. Und dann auch wichtig, und das möchte ich auch noch mitgeben, und deswegen sind wir auch in dieser Konstellation hier. Schau, du sprichst mit dem Ethan, ist Geschäftsführer, CEO von einem Versicherungskonzern. Wir sind kein kleines Startup, kein kleiner Laden. Für uns ist die Nähe zu unseren Versicherten, zu unseren Mitgliedern, deswegen sage ich es auch, Mitglieder, extrem wichtig. Ja, wir sind ein Versicherer zum Anfassen. Du kannst auf Social Media schauen. Wir antworten Leuten. Wir sind im Austausch. Wir verstecken uns nicht hinter Paragraphen und wir lassen keine Leute zurück. So. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen sind wir auch im Dialog und möchten da auch nahbar sein. Ja, weil du weißt es selber, Versicherungsunternehmen sind von Natur aus konservativ. Man hat einen schlechten Eindruck und wir sehen das ganz anders. Gerade im Krankenversicherungsbereich, wo es um die Gesundheit geht, sind wir auch transparent. Wir sind nicht in dem Geschäft von Versicherungen, wo wir Margen
einfahren, die astronomisch sind. Ihr kennt es selber, du kannst die Nachrichten verfolgen. Du kannst das alles einsehen, wenn du hörst, wie so Krankenversicherer agieren. Die laufen oft auf Rille. Und das ist bei uns, also wir kalkulieren wirklich in einer Art und Weise, die für die Gemeinschaft gut ist, ja, die adäquat ist, und da der Fokus liegt. Ganz einfach. The transparency for us is very important. Not only that I think we are the only ones in the world with open social media, but also the way that we work. Well, if other insurers provide, for instance, bonuses for rejecting claims, so what happens when you have a claim? All of a sudden, there is, two different sides. You who want the money and the insurer who doesn't want to pay, right? Because whatever they pay is out of their own pocket. So for us, we became anxious when we have a client that doesn't claim. So we are actually paying bonuses for employees in the service to touch base with customers who don't pay and ask them what is wrong. Or maybe you can enjoy the service, because for us, we know that when we're giving service, we're doing it in the best way. So if you never tried us and you're paying premiums every month, then this is a concern for us. Yeah. So it's a different way of thinking about how we manage our own risk and company. And I think this is quite different in a traditional business field. Sounds great. Sounds very good. Kommt trotzdem noch eine Frage, wie gesagt, aus meiner Anwendersicht. Ich erinnere mich gerade, als ich das letzte Mal so einen Antrag ausfüllen musste. Und da waren wir noch mit unserer Tochter unterwegs. Mittlerweile ist sie selbst verheiratet. Also das Thema Versicherung ist jetzt ihre Sache. Aber damals musste ich als Vater bei meiner 18-jährigen Tochter ein Kreuz setzen. Ich vermute, ihr wisst schon wo, ob das Thema Schwangerschaft mit eingeschlossen ist, ne? Und Entbindung. Also da war ich schon mehr oder weniger geschockt, so ein Formular zu sehen. Und ich muss jetzt als Vater bei meiner Tochter, die keinen Freund hat, unverheiratet, wie auch immer, ne? Jetzt muss ich da ein Kreuz setzen. Will ich diese möglichen Entbindungskosten mit drin haben oder nicht, ne? Wie ist das bei euch? Also ist das auch ausgeschlossen? Ist es drin zum Beispiel? Natürlich. Ist drin, selbstverständlich ist drin. In unseren Premium Schwangerschaft ist selbstverständlich mit drin. Und das ist jetzt kein Modul, was du man abwählen kann, sozusagen. Was du abwählen. Nein. Ja. Wir haben und auch übrigens ab dem 18. Lebensjahr kriegen Menschen eigene Versicherungspolicen, dass du halt auch Daniel als Governor für deine Tochter, dass du da nicht in Verlegenheit gerätst. Das ist das Erste. Ja? Und selbstverständlich sind Schwangerschaft bei uns, verzeih mir den Wortlaut, 100%ig gedeckt. Ja, so versicherungstechnisch. Ja? Und ohne Probleme. Weil das ist auch ich denke, das ist so eine Sache. Wie gesagt, viele machen das ja so, wie ich es Anfang auch erwähnt habe. Wenn man mehrere Angebote findet, geht man möglicherweise erst zum Preis, ne? Guckt da, was ist eigentlich günstig. Und die großen Unterschiede, die ich jetzt festgestellt habe, sind einfach in dem nicht auf den ersten Blick sichtbaren Leistungen. Ne? Also im Prinzip alles, was ausgeschlossen ist. Ne? Also folgende Leistungen sind nicht inklusive und die findet man eben sehr häufig ganz klein gedruckt, irgendwo ganz unten, und sollte man sich eigentlich wahrscheinlich mehr durchlesen als alles andere, was da geschrieben steht. Und lass mich da noch eine Sache noch mal sagen. Also, Passport in der Praxis. Und das ist ganz wichtig. Ich merke, da muss ich mal schmunzeln, weil ich da selber ernst werde und weil mir das wirklich am Herzen liegt. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn du hingehst und du sprichst mit Passportcard, mit unseren Kollegen in Hamburg, ja, dann rufst du an, du Daniel, du gehst ans Telefon, du rufst bei uns an und dann weiß ja meine liebe Kollegin, die Camilla, ich sag mal einen Namen, ja, die weiß dann, wer du bist. Die weiß, welches Produkt du hast, du weißt, wie du bei uns versichert bist. Und wenn du jetzt auf die Idee kämest zu sagen, ich habe XYZ, ja, ich habe Beschwerde XYZ und ich möchte gerne zum Arzt, dann weiß die Camilla, aha, du bist aber nur im Kompaktplan versichert und sagt die Daniel, tut mir leid, du kannst gerne dahin gehen, aber das ist dann bei uns, das ist dann nicht gedeckt oder da gibt es dann Limits. Also ganz wichtig, wir sind nicht erst im Nachhinein der böse Versicherer. Nein, wir sind von vornherein für dich da. Wir sagen dir nochmal, was gecovert ist, welchen Plan du hast. Wir können dir Hilfestellung geben. Und zwar in dem Moment, wo du es brauchst. Nämlich davor oder währenddessen und nicht danach.
Und das ist ein ganz anderes, ich mag diesen Marketing-Versicherungserlebnis. Und schau, ich bin Marketingchef von Passportcard. Ich mache das professionell, ist mein Beruf, zu verkaufen. Schau, wenn ich anrufe und ich merke, ich habe einen Partner an der anderen Leitung und nicht jemanden, der mir im Nachhinein, während ich mit meinem eigenen Geld, weil ich ja eigentlich gar nicht habe, da muss man sich auch mal vorstellen, das sind ja oft große Summen, die man in Vorkasse gehen muss. Und da muss ich mich darum kümmern, das zurückzubekommen. Nee, ich brauche einen Partner, der da ist, wenn ich ihn brauche, und zwar vorher und währenddessen und nicht im Nachhinein Leistung verwehrt, zum Beispiel. Und das wird er machen. Und das ist quasi das Wort zum Dienstag. Ja, gut. Ich denke, wir haben jetzt wirklich die Vorteile sehr gut rausgearbeitet zusammen in dem Gespräch. Lasst uns trotzdem noch mal zusammen ein bisschen in die Zukunft schauen. Das ist auch immer wichtig. Das heißt, wir erleben ja beispielsweise in der Bankenwelt eine ganz schöne Konsolidierung. Ne? Also man sagt, ich weiß nicht genau, ob es stimmt, aber also ich habe da nie nachgezählt, aber ungefähr sagt man, pro 10 Jahren in der Bankenwelt verschwinden 1000 Banken vom weltweiten Markt. Und auch in der Versicherungsbranche gibt es so die ein oder andere, wie nennt man es, Konsolidierung, ne, zum Beispiel. Ja. Also wie sieht denn jetzt Passportcard die Zukunft des Marktes für internationale Auslandskrankenversicherung? Also wenn man da mal jetzt ein paar Jahre in die Zukunft blickt, also denkt ihr auch, dass es eher mehr Auslandskrankenversicherungen gibt, eher weniger? Denkt ihr, dass sich da auch einige verabschieden werden vom Markt? Wie seht ihr euch da selbst in der Zukunft? Es gibt in diesem Bereich, in diesem Premium-Segment von weltweiten Premium-Krankenversicherungen, gibt es eine Handvoll. Gerade vor 3 Wochen gab es eine Fusion von 2 großen Unternehmen in diesem Bereich. Also es werden sogar weniger. Dafür gibt es aber eine Harmonisierung der ganzen Produkte und der Leistungen. Also das wird bleiben. Wir sehen einen saturierten Markt. Unser Markt ist ganz wichtig, ist keiner großen Fluktuation ausgesetzt. Das ist deswegen wichtig für die Versicherten, weil das ist eine große Sicherheit, die hier also es gibt keine Bankrotterklärung, ne? Ganz klar nicht. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel mit einer Allianz zusammenarbeiten, also oder mit anderen Anbietern, mit wirklich namenhaften großen Unternehmen, um hier es gibt keine größere Sicherheit in diesem Segment. So, das ist das eine. Zweite ist, wohin geht die Richtung des Marktes und der ganzen Industrie? Die einzige wirkliche Innovation bisher fand immer auf dem Produktlevel statt, wo du aber als versicherte Person gar nicht wirklich durchsteigen konntest, weil ob du jetzt 20 € mehr für eine Brille bekommst, in deiner versicherten Zeit oder mal 50 € weniger für irgendwie Physiotherapie oder dergleichen, das kriegst du ja gar nicht mit. Die Innovation im Markt, und zwar global gesehen, und jetzt komme ich aus Passportcard-Sicht, haben wir und bringen wir maßgeblich mit voran. Wir sind da absoluter Vorreiter mit der Passportcard-Technologie, also sprich mit dem Erstattungsprozess. Wir geben Technologie anhand von digitalen Interaktionsmöglichkeiten in einer Art und Weise, wie sie der Markt noch nicht gesehen hat. Und das ist die absolute Zukunft. Wir setzen da absolute Standards und werden für uns als Unternehmen ganz klar europaweit absoluter Führer in den nächsten 5 Jahren werden. Das ist nicht nur unser Anspruch, sondern das ist eine ganz klare Ansage. Wir bieten auch somit unseren Mitgliedern in Zukunft noch mehr Sicherheit, als wir es aktuell schon tun. Klasse. Jetzt seht ihr jetzt aber in der Branche zum Beispiel für die Zukunft oder habt ihr schon irgendwelche Ideen, dass ihr sagt, also ein Auslandskrankenversicherer wird in Zukunft noch andere Leistungen mit anbieten? Also man könnte ja zum Beispiel für Leute im Ausland über die Krankenversicherung hinaus noch andere Versicherungen zum Beispiel anbieten oder wie auch immer. Also gibt es da irgendwelche Pläne zum Beispiel noch Features oder andere Geschäftsbereiche zu erschließen? Zum Beispiel, es gibt auch hier, lass mich dir da eine Sache sagen, im Kern da gibt es dieses wunderbare altdeutsche Sprichwort, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Im Kern steht immer Krankenversicherung. Darum kannst du natürlich Sachen bauen. Flight Delay
Versicherung, also auch dann ein bisschen Reisekontext, das ist für den Expat von Wichtigkeit und so weiter und so fort. Ja, das sind auch bei uns Sachen in Planung. In den nächsten Jahren kommen wir mit solchen Innovationen, die das Thema begleiten, immer wieder herum. Und da freue ich mich schon sehr. Ich muss mich gerade ein bisschen zurückhalten. Ja, da kommen Neuerungen. Wir sehen hier ein Movement, aber das sind ganz wichtig, das sind eher Features drumherum. Ja, das ist wichtig. Features drumherum. Und ja, da sind wir auch vorne mit dabei. Und da kommen interessante Sachen, die halt auch von Nutzen sind. Da gibt es auf jeden Fall Innovation. Aber eher im automatisierten Bereich, Flight Delay Versicherung, all solche Geschichten. Sowas wird mit Sicherheit kommen. Auch von uns, aber im Kern ganz wichtig, internationale Krankenversicherung mit diesen Vollkostentarifen, auch für die Zuschauer. Ich würde mir persönlich, ich spreche aus eigener Sicht, nicht ein Versicherungspaket aussuchen, wo ich die meisten zusätzlichen Benefits aus nicht krankenversicherungstechnischer Sicht bekomme, sondern ich würde immer schauen, wo ist diese Kernleistung am besten abgedeckt und wo habe ich hier die größte Sicherheit. Weil, wann verpasse ich meinen Flug? Das sind mal 150 €, die ich irgendwie verliere, als ein Beispiel. Aber wo ist es von Wichtigkeit, wo ich keine Kompromisse machen will? Das ist eben in dem Kern die tatsächlichen Vollkostentarife. Und das wissen wir. Und alles drumherum ist schön, sind wir mit dabei. Und that's it. And just to add on that, one last point, that for Unternehmen, we have a one-stop-shop service. So we are providing also life and disability coverage for their expats that are sent abroad. And we are also providing Reiseversicherung, medical Reiseversicherung for them, and also visa services, all the services that are provided in order to support in obtaining visas. We are also doing that. So we are really there to give a one-stop shop for anything that has to do with international mobility. Gut, dass ich nochmal nachgefragt habe und dass du das auch noch mit ergänzt hast. Das mag auch für den einen oder anderen Unternehmenskunden jetzt, der zuschaut oder zuhört, interessant sein. Ja, ich kann nur sagen, ich bin so jetzt am Ende meiner Fragen angekommen. Vielen herzlichen Dank. War für mich sehr, sehr interessant. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mit euch vielleicht noch eine Frage. Ganz kurz, wir blenden es auch mit ein. Jetzt jemand, der jetzt sofort mit euch Kontakt aufnehmen möchte, was ist der beste und einfachste Weg? Die Internetseite, zum Telefon greifen oder wie empfehlt ihr, mit euch in Kontakt zu treten? www.passportcard.de. Oben Callback können wir draufklicken. Ruft uns an, schreibt uns eine E-Mail. Alle Interaktionsmöglichkeiten auf der Webseite. Am allerliebsten tatsächlich geht hin, bucht euch einen Rückrufkalender. So, und lieber Daniel, wo wir nämlich da schon dabei sind, wir haben über eine Sache, darf ich noch was ergänzen, weil tatsächlich sehr, sehr wichtig ist für deine Zuschauer. Weil das hängt nämlich sehr damit zusammen. Ein großer Vorteil von euch, das habe ich eingangs gesagt, was ist der Painpoint für Expats? Du brauchst eine Krankenversicherung, dann rufst du irgendwo an und dann machst du was? Du gehst durch einen Antragsprozess, der lange dauert. 2, 3, 4 Tage. Es werden Gesundheitsfragen gestellt. Dann musst du zum Arzt rennen. Da bist du beschäftigt. Du weißt, wovon ich spreche, Daniel. Bei Passportcard dauert dieser ganze Prozess 20 Minuten. Du rufst bei uns an. Du hast unser Advisory-Team in Hamburg sitzen. Du wirst von uns durch mögliche Gesundheitsfragen am Telefon geführt, die innerhalb von, wie gesagt, 19 bis 20 Minuten komplett erledigt sind. Und am Ende dieses Prozesses kannst du bei uns versichert sein. Und das ist eine absolute weltweite Einzigartigkeit, die sonst kein anderer Versicherer bietet. Und wir laden euch herzlich dazu ein, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, probiert diesen Prozess aus, bucht den Termin mit uns. Ihr könnt mit unserem Team sprechen. Ihr könnt erklären, wo ihr hingeht, wo ihr kommt. Das Gespräch dauert nur ganz, ganz kurz und habt am Ende eine ganz klare Empfehlung vom besten Produkt für euch mit dem besten Preis für eure Situation. Erlebt es selber und dann könnt ihr euch entscheiden, okay, will ich es machen, möchte ich es nicht tun, aber rucki-zucki, kein langer Antragsprozess, innerhalb von 20 Minuten mit uns versichert sein. Or Daniel, they can approach you and of course we are in good contact between ourselves. Ja. So that is a very, very good way as well. Ja. Genau, also wir werden ja den
den Link zur Anmeldung dann auch auf unserer Webseite natürlich veröffentlichen. Okay, also dann vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Wir sind jetzt ganz guter Dinge und denken, dass dieses Gespräch auch auf großes Interesse stoßen wird und bitten natürlich unsere Zuschauer und Zuhörer auch, jede Frage, jeden Kommentar, den Sie haben, schreibt es unten hinein in die Kommentarfunktion und wir werden die Fragen an euch weiterleiten, ne? Und euch dann bitten, uns zu helfen bei der Beantwortung. Die Beste. Dann vielen herzlichen Dank und schöne Zeit euch noch. Ne? Bleibt fröhlich. Grüße aus Berlin. Du auch. Tschüssi, bis bald. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.